Good morning and we are awake and we are back. Guten Morgen, wir sind wach und wieder zurück. So, we're going to continue to talk about it. Wir werden jetzt weiter darüber sprechen. Do you know, in my experience, some of the most unhappy people are selfish people. Nach meiner Erfahrung sind die unglücklichsten Menschen die selbstsüchtigen Menschen. And some of the happiest and satisfied people are people who've surrendered everything to Jesus. Und die zufriedensten und glücklichsten Menschen sind Menschen, die alles Jesus hingegeben haben. So, just from my experience, it doesn't make sense not to live for him who paid for it. Also meiner Erfahrung nach macht es keinen Sinn, nicht für den zu leben, der für uns bezahlt hat. But I'm going to tell you something else that has been my experience. Aber ich erzähle dir noch etwas anderes, das meine Erfahrung ist. That, you know, I have traveled so many places, so much. Ich bin so oft an so viele Orte gereist. I've preached some of the largest conferences here in this country with tens of thousands of people. Ich habe in einigen größten Konferenzen dieses Landes gepredigt mit Zehntausenden von Menschen. I've prayed for thousands and thousands of people personally. Ich habe persönlich für Tausende und Abertausende Menschen gebetet, To be healed from all sorts of sicknesses and diseases. damit sie von den verschiedensten Krankheiten und Leiden geheilt werden. But I've also come to the understanding Aber ich habe auch verstanden, that many chronic diseases are rooted in a self-focused, self-centered life. dass viele chronische Krankheiten verwurzelt sind in einem selbstsüchtigen und selbstzentrierten Leben. Now, don't hear what I'm not saying, that every sickness is because you live wrong. Hör jetzt aber nicht etwas, was ich nicht gesagt habe, dass alle Krankheiten von einem falsch gelebten Leben kommen. But how many diseases are directly connected because you are on the throne of your life? Aber wie viele Krankheiten sind direkt verbunden, weil du auf dem Thron deines Lebens bist? Look, why do people not forgive? Warum vergeben Menschen nicht? They are personally offended. Sie sind persönlich gekränkt. You did something wrong against me. Du hast mir gegenüber etwas falsch gemacht. But the Bible teaches that just as God forgave us in Christ Jesus, so we forgive one another. Aber die Bibel sagt, dass so wie Gott uns in Jesus Christus vergeben hat, wir einander vergeben. So if Christ has truly become your new master, your new Lord, you will forgive. Wenn Christus wirklich dein neuer Herr und Meister geworden ist, wirst du vergeben. Unforgiveness will destroy your health. Unvergebenheit wird deine Gesundheit zerstören. It's not God is punishing you, it's life is punishing you. Es bedeutet nicht, dass Gott dich bestraft, das Leben bestraft dich. Because we have been created to live selflessly for Christ. Wir wurden geschaffen, um selbstlos für Christus zu leben. So every time we don't live selflessly for Christ, we live against life, therefore life punishes us. Also jedes Mal, wenn wir nicht selbstlos für Christus leben, leben wir gegen das Leben und so bestraft uns das Leben. Why do we worry? Warum machen wir uns Sorgen? We worry because we sit on the throne of our life. Wir machen uns Sorgen, weil wir auf dem Thron unseres Lebens sitzen. If we live a life surrendered to Christ who paid for us and now he owns us, Wenn du ein Leben lebst, das Christus hingegeben ist, der für uns bezahlt hat und wir ihm gehören, what does it mean? was bedeutet das? What's there left to worry about? Was bleibt noch übrig, worüber man sich Sorgen machen könnte? There's nothing left to worry about anymore. Es gibt nichts mehr, worüber man sich Sorgen machen könnte. So once we understand that there are so many stress, so many sicknesses and diseases connected to our self-focused life, Wenn wir einmal verstehen, dass so viel Stress, so viele Krankheiten und Leiden in Verbindung mit unserem selbstzentrierten Leben stehen, then we have to wake up and realize, my goodness, it doesn't make sense how I live. dann müssen wir aufwachen und realisieren, du meine Güte, es macht keinen Sinn, so wie ich lebe. And as we surrender and live for our Master who paid for us, also a lot of diseases and sicknesses will disappear. Und wenn wir uns unserem Herrn hingeben, der für uns bezahlt hat, dann werden auch sehr viele Krankheiten und Leiden verschwinden. So we have to come to the understanding that life makes no sense if it is self-focused. Wir müssen also verstehen, dass ein selbstzentriertes Leben keinen Sinn macht. You know, it's a really crazy thing to think about how many diseases are not physical in origin, but they are actually mental and emotional in origin. Es ist wirklich verrückt, darüber nachzudenken, wie viele Leiden ursprünglich nicht körperlich sind, sondern einen seelischen und emotionalen Ursprung haben. That's why the only thing that doctors can do is
treat the symptom. Und deshalb können Ärzte nur die Symptome behandeln. Because you are full of unforgiveness, if you're self-focused, if you're full of worries, full of stress, it's all about you. Weil du voller Unvergebenheit, selbstzentriert, voller Sorgen und Stress bist. Es geht also immer nur um dich. And this will now attack your immune system, and this will now cause you to be sick chronically. Wird das dann dein Immunsystem angreifen und dazu führen, chronisch krank zu werden. So we go and we try to treat the symptoms, which is the sickness, when in reality the origin, the disease is really a life that's not surrendered to Christ. Wir versuchen, die Symptome zu behandeln, was die Krankheit ist, obwohl in Wirklichkeit der Ursprung der Krankheit in einem Leben liegt, das nicht Christus hingegeben ist. Oh, if we could only understand that the guy who paid for us owns us. Wenn wir doch nur verstehen könnten, dass der für uns bezahlt hat, uns besitzt. But here is the catch or the problem. Hier ist das Problem. The one who paid for us and now owns us, he doesn't enforce his right of ownership. Der für uns bezahlt hat und uns besitzt, erzwingt nicht sein Eigentumsrecht. I will never understand this side of the greatness of God. Ich werde diese Seite der Größe Gottes niemals verstehen. How can a God that owns me because he paid for me not enforce his right to ownership? Wie kann ein Gott, der mich besitzt, weil er für mich bezahlt hat, sein Eigentumsrecht nicht erzwingen? Because he has given me the most precious gift, that is the freedom to choose and my own free will. Weil er mir das wertvollste Geschenk gegeben hat, und zwar die Entscheidungsfreiheit und meinen eigenen freien Willen. Tomorrow we'll talk about freedom. Morgen reden wir über Freiheit. See you guys. Wir sehen uns, Freunde.